Warum ist es so wichtig, dass du deine Assets, dein Vermögen, deine Konten außerhalb deines Wohnsitzlandes hast? Mit dieser wichtigen und interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Plan B beschäftigst, wenn du vielleicht noch nicht so weit bist, auszuwandern, aber wenn dir das Ganze alles langsam zu unheimlich wird, was da so in der EU passiert, wenn du über zweite Staatsbürgerschaft nachdenkst, über Aufenthaltstitel im Ausland, Konten im Ausland, dann lade ich dich ein zu unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, wo wir all diese Tools im Detail vorstellen. Mit dabei neben Daniel und mir ist auch der Herr General außer Diensten Erich Warth, lange Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Er hat natürlich sehr interessante Insights zu der ganzen geopolitischen Dimension und zu dem geopolitischen Dilemma, mit dem wir uns ja hier konfrontiert sehen. Und das natürlich bei der Planung eines Plan Bs ganz entscheidend. Das Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Jeder, der sich für dieses Seminar anmeldet, kann außerdem an einem unserer ganztägigen Online-Workshops zum Thema Optionalität teilnehmen. Optionalität bedeutet im Grunde, möglichst viele Optionen zu haben, egal was in der Welt passiert, sodass du im Grunde immer ein Gewinner bist, egal ob es kriselt in einer Region oder nicht. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wenn wir uns die Lage im Mittleren Osten so anschauen, zum Beispiel in Dubai, dann können wir daraus viele wichtige Dinge auch für uns selbst lernen. Auch wenn Dubai, da muss man ehrlich sein, natürlich jetzt in diesem Krieg mit dem Iran tatsächlich gar nicht so schwer beschädigt wurde, sind natürlich dennoch die Folgen dessen, was dort passiert, ist ganz immens. Wir können sie heute noch gar nicht absehen, aber viele Expats, viele Auswanderer sind natürlich verschreckt. Man hat natürlich immer dieses Bild von Dubai vor Augen, dass Dubai extrem sicher ist, und das ist sicherlich natürlich auch richtig. Und man muss sagen, dass natürlich auch die Regierung dort genau richtig reagiert hat und ja die meisten Drohnen und Raketen aus der Luft geholt hat. Aber wenn man im Grunde genommen bedenkt, dass Dubai eben sehr nah am Iran zum Beispiel ist, sehr nah im Grunde an der Straße von Hormuz, da gibt es ja dann noch Ras Al Khaimah nördlich von Dubai und dann ist man im Grunde schon in der Straße von Hormuz. Also das ist alles gar nicht so weit weg. Dann wird einem schon unheimlich und vielen wird das natürlich dann dennoch zu heiß und sie sagen, naja, dem möchte ich mich nicht aussetzen, diesem latenten Gefühl von Risiko, ob das jetzt objektiv ist oder nicht, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Ich persönlich finde Dubai super. Ich denke, Dubai hat langfristig viele Chancen. Aber eben, was es uns zeigt, ist im Grunde genommen, dass es Situationen geben kann, wie jetzt diesen Konflikt, wo man dann möglicherweise die Location einmal wechseln muss. Das Problem ist, wenn jetzt deine gesamte Existenz an diese Location gebunden ist, ja, wenn deine einzige Immobilie sich dort befindet, dein Bankkonto sich dort befinden, dein Unternehmen sich dort befindet, dann hast du natürlich möglicherweise ein Problem. Denn wenn du dort nicht mehr sein willst, aus irgendeinem Grund, aber dieser Ort der einzige Ort ist, wo du Infrastruktur hast, dann lieferst du dich im Grunde ja diesem Staat aus. Noch viel mehr als in Dubai sehen wir das Ganze natürlich in Deutschland. Es gibt sehr viele Vermögende, die ihr gesamtes Vermögen in Deutschland konzentriert haben. Die haben zig deutsche Immobilien, die haben in Deutschland Unternehmen, die haben in Deutschland Bankkonten. Und wenn man sich jetzt entscheidet, einmal Deutschland zu verlassen, weil zum Beispiel die Steuern wieder mal erhöht werden oder weil in Zukunft vielleicht die steuerfreie Veräußerung von Krypto, Gold oder Immobilien nicht mehr möglich sein wird und man muss vielleicht relativ schnell weg, man hat aber dann so ein gigantisches Klumpenrisiko angehäuft in einem Land, dann merkt man relativ schnell, dass man dann möglicherweise in der Bredouille ist. Wir haben ja neulich schon in den Nachrichten gehört, dass sich zum Beispiel Herr Fratzer dafür ausgesprochen hat, die Steuer auf Immobilien stark zu erhöhen. Und warum soll das gemacht werden? Nun, er hat gesagt, Immobilien sind eben immobil. Man kann sie nicht aus Deutschland entfernen. Man kann nicht Immobilien wie zum Beispiel Aktien einfach in ein anderes Land verschieben oder wie Krypto oder Edelmetalle mit über die Grenze nehmen. Auch bei Bankkonten gilt ganz genau das Gleiche. Bei Bankkonten gibt es natürlich ganz besondere Risiken. Und deshalb hier die wichtigsten Gründe, warum du vorzeitig anfangen solltest, auch wenn du noch in Deutschland lebst, Bankkonten im Ausland zu haben und am besten außerhalb der EU. Aber ganz wichtig, außerhalb von Deutschland. Zunächst mal, wenn es dir um den Schutz deiner Privatsphäre geht, dann musst du natürlich wissen und dann weißt du wahrscheinlich auch, dass das Deutsche Finanzamt jederzeit Möglichkeiten hat, auf dein deutsches Bankkonto zu schauen. In Zukunft wird es diese Möglichkeiten auch für alle EU-Konten geben. Es gibt das zentrale europäische Kontenregister, das wird zwischen 2027 und zwischen 2029 eingeführt.
Davon betroffen sind auch Konten in Liechtenstein im Übrigen. Sämtliche Konten in der EU sind davon betroffen, auch Firmenkonten. Wenn du also zum Beispiel eine amerikanische LLC hast und du hast ein Konto bei Wise, ist dieses Konto ebenfalls davon betroffen. Alle Ermittlungsbehörden in der Europäischen Union, inklusive eben auch die Finanzämter, können sich dann auf ähnliche Weise, so wie sie es jetzt schon mit den deutschen Konten tun können, online anmelden. Sie sehen dort dann die Buchungen der letzten 5 Jahre. Also nochmal eine deutliche Erweiterung dessen, was heute auch schon natürlich mit dem automatischen Informationsaustausch möglich ist. Das heißt, wenn du das nicht willst, und da geht es jetzt ja gar nicht um Steuerhinterziehung, sondern da geht es jetzt erstmal nur um die Tatsache, dass du eine Privatsphäre schützen willst. Wenn du irgendwelche Zinserträge oder andere Einkommen auf einem Konto hast, wirst du dir sowieso in der deutschen Steuererklärung anmelden. Sondern hier geht es jetzt um schlicht und ergreifend mal den Schutz deiner Privatsphäre. Und da musst du dann im Grunde genommen Konten haben außerhalb der EU. Wie gesagt, am Informationsaustausch können die ruhig teilnehmen. Beim Informationsaustausch werden lediglich pro Jahr 4 Salden ausgetauscht, aber eben keine detaillierten Informationen zu dem Konto. Aber natürlich, man kann auch Konten außerhalb des Informationsaustausches eröffnen, zum Beispiel in Serbien oder in den Philippinen, machen wir ja regelmäßig für Mandanten. Aber eben, man könnte auch zum Beispiel einfach in der Schweiz anfangen. Du könntest Konten in den USA eröffnen, in UK eröffnen, in Singapur eröffnen. Überall dort gibt es Möglichkeiten, außerhalb der EU auf sehr sicheren Finanzplätzen entsprechend dann Konten zu eröffnen. Der zweite Grund ist, dass es vielfach im Ausland bessere Banken und Konten gibt. Das fängt zum Beispiel da an, wenn du jetzt mit bestimmten Finanzprodukten traden willst, kannst du das vielfach bei europäischen Brokern gar nicht machen, sondern brauchst dazu einen amerikanischen Broker. Auch sind Banken im Ausland möglicherweise stabiler als in Deutschland und in der Europäischen Union. Wir haben ja überall in der Europäischen Union, inklusive auch in Liechtenstein, übrigens sogenannte SAG-Gesetze, Bail-in-Gesetze. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, können Sparer, die mehr als 100.000 auf dem Konto haben, dafür dann gerade stehen müssen. Und im Tausch dazu bekommst du dann Aktien der möglicherweise wertlosen Bank. Nun muss man aufpassen, solche Gesetze gibt es natürlich auch in Nicht-EU-Ländern, zum Beispiel in der Schweiz. Dort haben wir ja das Bail-in mitverfolgen können, das dort bei der Credit Suisse durchgeführt wurde. Dort waren es allerdings Sparer nicht davon betroffen, denn man konnte die Verbindlichkeiten schon oberhalb der Sparer in der Haftungskaskade letztlich abdecken. Also es gibt stabilere Banken, gibt zum Teil deutlich höhere Einlagensicherung. In den USA ist die Einlagensicherung zum Beispiel $250.000. Viele Banken bieten aber eine erweiterte Einlagensicherung bis zu 5 Millionen an. Wenn natürlich alle Banken crashen, dann wird das auch nicht mehr viel helfen, das ist natürlich ganz klar. Aber das ist natürlich bei der Einlagesicherung generell ein Problem. Und ein weiterer Grund, warum du Konto im Ausland haben solltest und nicht in deinem Wohnsitzland, wirkt sich vor allen Dingen dann aus, wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst, sondern dann im Ausland lebst und dich steuerlich optimieren willst. Denn in vielen Ländern ist es so, dass ausländische Kapitalerträge steuerfrei sind. Geld, was nicht im Land verdient wird, muss in deinem Wohnsitzland dann auch nicht versteuert werden. Nehmen wir zum Beispiel an, du wohnst in Panama. Wenn du in Panama wohnst und ein Konto bei Interactive Brokers in den USA hast, unter denen keine panamesischen Wertpapiere oder Staatsanleihen drin, dann sind die gesamten Einkünfte, die du dort verdienst, in Panama steuerfrei. Also das heißt Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Zinsen, die du bekommst, Dividenden. Wobei man eben dort natürlich eine Quellensteuer berücksichtigen muss, die möglicherweise im Sitzstaat des Emittenten fällig wird. Aber in Panama wird keine Steuer fällig. Das Gleiche kennen wir zum Beispiel in Thailand, auch dort sind Auslandseinkünfte steuerfrei. Das Gleiche kennen wir aus Irland, aus Malta, aus Paraguay, aus vielen lateinamerikanischen und auch asiatischen Ländern. Das Gleiche gilt natürlich auch für ausländische Mieteinkünfte. Das heißt, mal angenommen, um wieder mal vom Thema Dubai zu sprechen, mal angenommen, du wohnst zum Beispiel in Thailand oder auch in den Philippinen oder in Malaysia und du hast Immobilien in Dubai, die du vermietest, dann zahlst du weder in Dubai Steuern, noch zahlst du darauf dann in deinem Wohnsitzstaat Steuern. Das Gleiche mit Zinsen, das Gleiche eben mit Kapitalerträgen, wie ich es gerade eben erklärt habe. Also, das sollte so eine Grundregel für dich sein. Und der wichtigste Grund ist natürlich, dass du letztlich das Konto nicht an deinen Wohnsitz binden willst. Du weißt ja wahrscheinlich, dass du bei den Banken in Dubai anders behandelt wirst, wenn du in Dubai wohnst, als wenn du nicht dort wohnst. Du kannst auch als Nicht-Resident natürlich dort ein Konto eröffnen, aber dann sind die Restriktionen größer und du musst viel höhere Einlagen leisten. Zum Teil sogar 500.000 Euro bei manchen Banken. So, mal angenommen, du lebst jetzt momentan in Dubai, hast dort ein Konto bei einer Bank und dann entscheidest du dich, jetzt Dubai zu verlassen aufgrund dieser ganzen geopolitischen Auseinandersetzungen. Da kann es dir auf einmal passieren, dass sich die Geschäftsbedingungen jetzt für dich ändern. Du wirst das Konto behalten können, aber möglicherweise ergeben sich dann Bedingungen, die nicht mehr so vorteilhaft sind. Dagegen, wenn du von vornherein natürlich dein Konto in einem anderen Land hast, da kann in Dubai passieren, was will. Du ziehst dann einfach um und teilst der Bank deine neue Adresse mit. Wobei, auch da muss man vorsichtig sein. Nicht alle Banken akzeptieren alle Adressen, also auch das dort ein bisschen Planung. Aber es geht darum, dass das Risiko eben nicht in einem Land so geballt ist. Also aus meiner Sicht ganz klar, deine wichtigsten Vermögenskonten sollten sich im Ausland befinden. Du kannst natürlich in deinem Wohnsitzland schon Konten haben für
den täglichen Gebrauch. Manchmal braucht man ja auch ein lokales Konto, um bestimmte lokale Ausgaben zu tätigen. Aber dein Vermögen sollte außerhalb deines Wohnsitzlandes sich befinden. Genau aus den Gründen, die ich dir in diesem Video genannt habe. Vor allen Dingen aus meiner Sicht für Deutsche ist das ganz besonders wichtig, denn das deutsche Finanzamt ist ja bekannt dafür, dass es dir auch mal schnell auch sehr große Beträge vom Konto pfändet oder auch das Konto komplett sperrt, wenn man das Gefühl hat beim Finanzamt, dass du da noch nicht alle Steuern bezahlt hast. Wir können dir helfen, Konten in verschiedenen Jurisdiktionen zu eröffnen, sei es jetzt Singapur, sei es Hongkong oder auch die Schweiz, USA. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. So, in diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern und Plan B beschäftigst, dann würde ich dich gerne bei unserem Seminar natürlich in Zürich begrüßen. Ansonsten kannst du gerne noch ein Beratungsgespräch hier buchen. Wir helfen deutschsprachigen Mandanten seit 20 Jahren, sich im Ausland steuerlich zu optimieren, auszuwandern, einen Plan B zu etablieren. Wir helfen mit Aufenthaltstiteln, zweiten Staatsbürgerschaften, Bankkonten im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.